Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier vom Balkon mit minus 8 Grad oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie viel draußen sind. Ich weiß nicht, seht ihr das? Der Atem macht Nebel. Und genauso ist der Nebel bei der Boeing 777-9. Lufthansa und ihr Erstflug und die Probleme. Man weiß nicht ganz genau, was man alles davon halten soll. Vor lauter Nebel sieht man da nicht, was Phase ist. Projekt Fox. 197 Millionen Elemente an Bord werden geändert. Ich weiß gar nicht, wie man auf 197, vielleicht zählen die alles zusammen oder so. Auf jeden Fall geht es weiter mit Lufthansa und der nationalsozialistischen Vergangenheit. 100 Jahre Lufthansa, ganz klar Nationalsozialismus dabei. Wir sprechen auch, ob die Ju-52 ausgestellt werden soll oder nicht. Tarifverhandlungen, Verdi versus Lufthansa, Nullrunde. Lufthansa will kein Geld geben. World of Hyatt, die beste Zeit für den Status ran. Weil 4 Aktionen sind kombinierbar im Maximalen. Ja, eigentlich 5, weil ihr könntet ja auch die US-Kreditkarte nehmen. Und ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und natürlich auch nachher die Sendung zu schauen. Heute haben wir wieder US-Kreditkarten. Wer die American Express Goldkarte aus Amerika hat, 10, also 2 mal 5. Ich muss mal mein Tablet weglegen. 5, also 10 Sachen, die ihr tun solltet. Also auch gucken. Wie heißt das? Lesebefehl, Schaubefehl. Erstes Thema, was wir haben, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, Glocke angemacht habt, Like da gelassen habt, aufs Cool gekommen seid und den Kanal dort durch Kommentieren abonniert habt, geht es weiter. Und zwar die Boeing 777-9 und Lufthansa als Erstkunde ist ja ein Thema. Es gab ja jetzt die Neuigkeiten, dass es da Performance-Probleme, um nicht zu sagen Haltbarkeitsprobleme bei den Triebwerken gibt, und das ist immer wieder ein Flaschenhals. Aber der Erstflug soll geplant im April 2026 stattfinden. Das heißt, also wir haben Februar, März, April, 2 Monaten etwas. Nach massiven Verzögerungen soll die Zertifizierung auch dieses Jahr abgeschlossen sein in 2026. Auslieferung an die Lufthansa erfolgt erst 2027, weil natürlich ausgiebig getestet wird und. Also Sommerflugplan 2027 wäre realistisch für den ersten Einsatz. Man hat ja 20 777-9er, 7 777F, also Frachter bestellt. Das sind 8F, um genau zu sein. Und weitere 24 Optionen auf die Bude. Die TIA 3 Testphase ist erreicht, also Fokus auf Ionic, Autopilot Engine Test. Aber das Haltbarkeitsproblem bei den General Electric 9X Triebwerk wird keine Zeitverzögerung bringen, sagt zumindest Boeing. Ja, wenn ihr dem Kollegen Kelly Ortberg, dem CEO von Boeing, zuhört, dann heißt das wie folgt: Die finale TIA-Phase läuft den Schwerpunkt der Flugerprobung für die Zulassung ein. Also insofern läutet, nicht läuft, läutet ein. Und findet ihr die 777 überflüssig? Findet ihr es peinlich? Wie findet ihr das Thema 777X, oder ist das halt einfach normal in der Aviation? Und ein Thema ist natürlich auch, wie ist das mit Allegris? Ist die dort zertifiziert? Weil da gibt es ja anscheinend immer wieder mal so Probleme. Ne? Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2027, dass man das hinkriegt. Und man hofft natürlich auf weniger Maintenance, moderne Kabine und. Ist das auch so eine Geschichte, wo ihr sagt, naja, nee, ehrlicherweise nicht so. Aber ich bin mal gespannt, was da passiert, vor allem, weil natürlich die dünneren Kabinenwände mehr Platz bringen. Ist das ein Akustikproblem, schreibt jemand. Ich persönlich glaube das eher nicht. Man kann ja mittlerweile dämmen ohne Ende. Und ich bin da mal gespannt, was da passiert. Also ich sehe das eher positiv, und ich glaube, dass Boeing da auch geläutert rauskommt und auch festgestellt hat, dass sie auf dem falschen Weg waren und haben ihren Weg jetzt optimiert und sind besser. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es schon einige 777-9X, eine 777X oder 777-9 auf dem Hof gibt bei Boeing. Aber die Triebwerkszulassungen sind halt das größte Problem, wie ich ja schon sagte. Und natürlich ist es auch so, dass man händeringend bei Lufthansa darauf wartet, weil man ja die 340er, 380er Lücke schließen möchte. Und jetzt kommen wir zur Zuschauerfrage. Sollte Lufthansa überhaupt weiterhin auf die 777-9 setzen, oder wäre es ein kompletter Switch auf die 350, eventuell auf die 350-1000 sinnvoller? Wie ist da eure Meinung? Wie steht ihr zu dem Thema? Oder seht ihr das eher genauso pragmatisch wie ich? Es gibt Tage, da gewinnen die einen, und es gibt Tage, da verliert man. Also das ist halt so das Thema. Da könntet ihr was zu sagen.
das Future Onboard Experience Programm bei der Lufthansa, also FOX. Ein Fuchs, wer Böses dabei denkt, sagt, 197 Artikel sollen komplett ausgetauscht werden und auch Service-Elemente. 2026 werden größere Serviceumstellungen der LH-Geschichte vorgenommen werden. Neue Elemente, Menükarten, 3 Hauptspeisen in der Economy, was sehr cool ist. Auch, dass es in der Economy eine Amenity-Kit gibt. Komplett überarbeitetes Catering, was ich auch sehr geil finde. Ich bin mal gespannt, was da ist. Also nicht, dass da der Rotstift wieder Einzug gehalten hat, war wie Tasting Heimat. Danke nochmal, dass ihr mir das damals geschrieben habt. Ich habe das echt verdrängt, weil ich hab die dumme Angewohnheit, dass Sachen, die ich nicht mag, da bin ich raus. Das merkt mein Hirn sich nicht. Also insofern, da danke für das Update. Und ganz, ganz wichtig ist, dass bei Lufthansa das Premium Economy höherwertiger wird. Vorspeise und Food Presentation auf Business-Niveau und Business Class Sky Delight. Flexible Essenszeiten, Frühstück am Vorabend wählbar, was ich auch geil finde. Bei Finnair zum Beispiel kann ich das Essen vorher wählen, kann ich bei Lufthansa glaube ich auch. Und ich fände es wirklich geil, wenn man da wirklich auch die Menüs ändern könnte, dass man also wirklich auch andere Sachen nehmen könnte, die halt an Bord normalerweise nicht geladen sind, dass man dort halt Sachen ausprobieren kann oder sowas. Ich glaube, ich habe Currywurst bestellt. Lecker. Und da könnt ihr natürlich was sagen. Wobei das mit den flexibleren Essenszeiten ist natürlich für die Crew eine Herausforderung. Und wir werden auch gleich auf Lufthansa-Personal eingehen, weil der Flaschenhals ist immer die Crew. Und ich bin auch ein großer Freund der These, dass egal wie scheiße das Produkt ist, die Crew das Produkt kompensieren kann. Das heißt also, dass die Crew durch ihren Einsatz, durch das, was sie dem Passagier an Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit gibt, wie ich es immer nenne, da das Flugerlebnis komplett verbessern kann. Und deshalb ist es ja auch so, dass man Flüge hat auf demselben Flugzeugtyp oder sogar selbe Flugzeug, aber eine andere Crew, bei der einen Crew denkt man, meh, bei der anderen, boah, geiler Flug gewesen. Also insofern, gebt der Crew mehr Liebe, Lufthansa, dann gibt die Crew uns mehr Liebe und wir geben euch mehr Liebe in Form von Geld. Alle haben diesen Kreislauf geschlossen. Das ist eine ganz einfache These. Wenn ihr der These folgt, könnt ihr ja unten schreiben und kommentieren. Auf jeden Fall die Sky Lights kommen und First Class 9 Sterne Koch, Degustationsmenü. Ja, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Wie war das nochmal auf dem letzten Flug, wo es jemand gesagt hat, ja, Essen sieht ja eher aus. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, das Essen von Dallas nach Finnland, nach Helsinki war leider schon gut. Ich hatte das jetzt dieses Jahr das 3. Mal, glaube ich. Was hatte ich? Ich hatte Huhn mit Kartoffelpü und so weiter. Also ich fand es okay. Also es war jetzt nicht. Aber die Flugbegleiterin sagte, wir sind halt kein Restaurant. Und das ist auch so. Fliegen ist halt kein Restaurant. Ich kann verstehen, dass Leute, die wenig fliegen oder Leute, die halt fliegen, das zelebrieren für Essen und so weiter. Aber ehrlicherweise ist es ein Transportunternehmen und das ist halt wirklich das. Wobei man natürlich nicht hingehen sollte und das wie bei Lufthansa manchmal das Gefühl hat, dass man sagt, dass man einfach ein Transportvorfall ist. Das ist natürlich dann eher im First-Class-Bereich unabhängig. Ja, 187 Millionen Artikel wird Austausch, Geschirr, Besteck, Service-Equipment weltweit. Also daher kommt die Zahl, weil das alles ausgetauscht wird. Jens Ritter sagt, Lufthansa wird in wenigen Jahren eine andere sein als heute. Moderner, effizienter, kundenorientierter. Schauen wir mal, ob das nur eine Drohung ist oder ein Angebot und eine ehrliche Offerte, wo wir sagen können, ja, Jens Ritter, danke, du hast recht. Und man holt nur auf, aber kommt nicht an die Spitze. Kann natürlich auch sein. Ja, aber mir ist eine Lufthansa lieber, die solide arbeitet, die halt, also für mich ist wichtig diese Kontinuität und auch diese Verlässlichkeit im Produkt. Das heißt also, dass man das bekommt, dass das nicht mal dann ist, sondern dass es wirklich immer schön ist, dass man halt weiß. Und ein Freund von mir sagt, der in der Werbung ist, ja, McDonald's hat nicht den besten Burger, aber warum gehen wir zu McDonald's? Weil wir wissen, wir werden nicht enttäuscht. Das heißt, wir wissen, was wir erwarten, wir wissen, was wir bekommen und es ist halt einfach dieses Peace of Mind, was du hast. Und genauso ist das halt bei Mc's. Wobei ich finde McRib geil. Ich freue mich auf Freitag erstaunlich, dass ich zu Mc's gehen kann, weil McRib ist leider geil. Also auf jeden Fall, man geht halt zu McDonald's nicht wegen der Qualität oder weil das jetzt ein 5-Sterne-Deluxe-Restaurant-Erlebnis ist, sondern halt einfach, weil man weiß, was man bekommt und man wird nicht enttäuscht. Und das würde ich mir erwarten von Lufthansa, dass man weiß, was man bekommt, man wird nicht enttäuscht
und hat da ein schönes Erlebnis. Reicht der neue Fox-Service wirklich aus, um Lufthansa gegenüber Emirates und Qatar und Singapore Airlines wieder konkurrenzfähig zu machen? Da könnt ihr natürlich drauf antworten jetzt als Armchair-CEOs. 100 Jahre Lufthansa, ich hatte es ja auch mehrfach angedeutet, die NS-Zeit ist natürlich ganz klar mit drin, 1926, 2026, 100 Jahre, knallhart in die 1933 bis 1945 von der Lufthansa. Und zum 100-jährigen Jubiläum hat Lufthansa eine neue, offene Geschichtsstudie veröffentlicht. Und die Luft, neues Wort, Hansa, also 2 Wörter, Luft, neues Wort, großes H, Hansa, also Luft, getrennt Hansa, deshalb nur damit man es so heißt, dass es nicht Lufthansa in einem geschrieben ist, war Teil des nationalsozialistischen Systems. Und das hatte Carsten S. aus M. auch ganz klar so formuliert. Und man weiß natürlich auch, dass die Lufthansa, und das war ja auch ehrlicherweise kein Geheimnis, beim Aufbau der Luftwaffe und bei der Unterstützung des NS-Regimes unterstützt hat. Geheime Aufrüstung, Integration, Kriegswirtschaft. Dann hatte natürlich auch Zwangsarbeit in Werkstätten im Ausland, neues Forschungsprojekt wird jetzt auch angekündigt. Und man geht sogar so weit mit der Ju-52, wird weiterhin gezeigt, aber historisch eingeordnet, inklusive der dunklen Kapitel. Ja, kann ich verstehen, kann man machen, muss man machen. Hier in Finnland zum Beispiel haben wir ja auch Junkers-Flugzeuge sogar noch mit Hakenkreuz stehen im Museum. Wer also in Vantaa am Flughafen vorbeigeht, das Flughafenmuseum, da sieht man das. Und ich denke, irgendwann ist es auch mal J, Freunde. Ne? Also wir müssen das, was wir tun, und das ist, glaube ich, ein Spruch, was Karl Carstens, also einer unserer Bundespräsidenten, einer unserer klugen Köpfe sagte, wir müssen das, was wir tun, aufgrund der Zukunft begründen und nicht aufgrund der Vergangenheit. Das heißt also, wir müssen Dinge tun, die auf die Zukunft ausgerichtet sind. Deshalb ist der Weg richtig, den die Lufthansa geht, dass man die Vergangenheit aufarbeitet, die Vergangenheit ganz klar benennt und auch ganz klar sagt, was Phase ist. Aber dann können wir uns auch der Zukunft wieder widmen und uns da permanent selbst zu kasteien, finde ich schwierig. Ich fange auch kein Whataboutism an. Wer mit mir zum Beispiel nach Israel fliegen will, ich will wieder nach Yad Vashem, wo ich auch selber war. Ich weiß nicht, warum ich diesen Urge habe. Seit 2 Jahren habe ich das Gefühl, ich möchte nach Israel. Ich werde das dieses Jahr, glaube ich, machen. 2026 ist ein geiles Jahr. Kann ja mich einfach begleiten. Irgendwann finden wir einen Termin nach Israel. Gucken wir mal Jerusalem, Tel Aviv, Ben Gurion Flughafen nochmal. Das Erlebnis, vielleicht Bethlehem. Also solche Sachen und natürlich Tel Aviv an Strand. Also, wer mitkommen möchte, sagt Bescheid. Sollte Lufthansa historische Flugzeuge wie die Ju-52 Wörter öffentlich zeigen oder gehören solche Modelle ausschließlich in Museen? Sag ich, nee. Das ist Geschichte der Lufthansa. Können sie zeigen in ihrem Hangar One oder whatever. Also in dem Sporsoleum. Wie ist der Spott? Wo ich der Lufthansa so ein bisschen wieder was übel nehme, ist halt bei der Verdi gegen Lufthansa bei den Bodenpersonal-Tarifverhandlungen Nullrunde. Verdi fordert 6% mehr Gehalt, mindestens so, Entschuldigung, 250 Euro pro Monat. Und man bietet für 3 Jahre eine Nullrunde an. What the fuck? Und die nächste Verhandlungsrunde ist am 11. und 12. Februar. 20.000 Bodenbeschäftigte betroffen. Lufthansa plant 4.000 Stellen abzubauen und Strukturen zusammenzufassen. Erinnerung an die 2024er Streiks brauchen wir uns alle nicht wieder vorstellen. Das war ja eine Katastrophe und das Risiko neuer Streiks ist halt relativ hoch. Und der Marvin Reschenski von der Verdi sagt auch, man erwartet schwierige Verhandlungen. Und viele der Leute arbeiten in Unternehmen der Lufthansa Group, die Rekorde gemacht haben. Dass die Mainline Verluste gemacht hat, ja, sorry. Not my monkeys, not my circus. Also die haben sich den Arsch aufgerissen und ich finde es schwierig. Also ich bin der tiefen inneren Überzeugung, Leute, die für ihr Geld arbeiten, sollen auch von dem Geld leben können und sollten dann nicht noch einen Zweit-, Dritt- oder Viertjob haben. Und da sollte man wirklich drauf aufpassen. Und die Frage ist, wie hart sollte Lufthansa in dem Streikthema jetzt bleiben oder Tarifverhandlungen bleiben, um da kein Streikrisiko zu haben. Und da könnt ihr natürlich auch wieder was sagen. Ich finde es schwierig, ich finde es schade. Also ich denke mal, dass es ein Miteinander und kein Gegeneinander ist. Und Lufthansa sollte da mal eventuell auch Geld da rein investieren und nicht unbedingt immer nur in das Sporsoleum. Also
machen. Wer World of Hyatt Aficionado ist, wie ich es bin, und Hyatt mag, hat jetzt die beste Zeit für einen Status ran, weil es gibt 4 oder wenn man sogar will, 5 Momente, die man nutzen kann oder Status-Verschnellerungsprojekte, Fast-Tracking-Momente. Heißt also zum Beispiel, es gibt diese Phase, wo diese 5 Promotions sich kombinieren lassen. Und ich werde darauf mal eingehen. Also die erste ist natürlich, wenn ihr eine Firmen-E-Mail habt von einer Firma, die an dieser Corporate Elite Challenge teilnimmt. Ne? Das ist natürlich bei vielen das Problem, dass sie es nicht haben, können es nicht. Aber ihr habt trotzdem noch andere 4, die ihr machen könnt. Und zwar die 20.000 Punkte für 10 Nächte. Das ist nochmal etwas, wo ihr Nächte mitbekommen könnt, weil ihr könnt die 20.000 Punkte in Nächte umwandeln, kostet euch wenig. Hyatt House und die Studio-Promo mit 5K pro 5 Nächte ist natürlich auch mehrfach stapelbar. Dann die Bonus Journey 2026, 1000 Punkte pro Nacht plus Zusatzbonus für Hyatt Place. Und gerade zum Beispiel diese Hyatt-Häuser, die ab $3.500 anfangen, 3.500 Punkte anfangen, $3.500 wäre bekloppt, ist natürlich relativ geil. Und als viertes, es ist halt wirklich immer die amerikanische Kreditkarte und es tut mir leid, für mich ist die amerikanische Kreditkarte von Hyatt ein Gamechanger. Ich habe sogar 2 Businesskarten, ich habe eine private Karte. Ich bekomme 5 Nächte einfach so, dass ich die private Karte habe, brauche nur noch 55 Nächte, um den Status zu bekommen. Und habe dann die Businesskarte, die mir alle $10.000 Umsatz nochmal 5 Nächte gibt. Und ich schaffe auch jedes Jahr den Endgänger. Das habe ich vorher nicht geschafft. Heißt also, ich habe über 550 Nächte, ich habe sogar 300 irgendwas Nächte durch den Kreditkartenumsatz, den ich habe. Heißt also, wenn ihr diese 5 Aktionen für euch nutzt, ist ein Hyatt-Status easy möglich und ihr müsst vor allem nicht das bezahlen, was Hyatt möchte, dass ihr bezahlt. Also, seltene Gelegenheit, den Globalist günstig zu erreichen. Stapelt diese 5 Promotions, kümmert euch drum, guckt, dass ihr damit Gas gebt und dass ihr die Freinacht-Voucher noch benutzt. Das gibt es nämlich übrigens auch bei der einen Karte für die Erneuerung pro Jahr und nochmal eine Freinacht, wenn ihr $15.000 erreicht habt. Heißt also auch nochmal Freinächte, also weniger Nächte, die man bezahlen muss. Deshalb jetzt den Hyatt-Status machen, den Globalisten. Und man kann natürlich auf Kategorie 1 sich optimieren oder echte hochwertige Aufenthalte buchen, um natürlich den Globalist Value zu nutzen. Also ich mache immer eine Mischung, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich finde Hyatt House gar nicht so schlecht. Hyatt House habe ich irgendwie... Oh, das ist die Nase auf einmal zu. Da habe ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Dinger lieb gewonnen. Mit der Küche und alles ist schon leider, gerade in den USA, richtig, richtig schön. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, auf School zu kommen und da zu diskutieren und natürlich die Fragen des Tages zu beantworten. Die Frage weiter ist natürlich, reicht die Fox-Änderung von 187 Millionen Teilen, da weiterzumachen. Übrigens, Insider-Tipp, guckt mal bei der Ringeltaube, da könnt ihr wahrscheinlich einige Sachen kaufen, ne? Um global wieder mitzuhalten. Und die andere Frage ist natürlich, sollte Lufthansa solche historischen Flugzeuge weiter ausstellen, die mit NS-Vergangenheit sind, oder ist das Quatsch? Und eventuell nochmal die dritte Frage, die ich auch reinwerfen würde, ist mit dem Personal, mit dem, wie hart soll Lufthansa die Tarifverhandlungen gehen? Ich nehme jetzt die Folge auf für die Kreditkarten mit den 10 Punkten für die Goldkarte, die du Anfang des Jahres bei der Amagolds machen musst oder aktivieren musst. Also insofern, bis bald. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zur nächsten Sendung.